Hey, ich bin's, immer noch Alex von Turn aus New York und ich habe mich jetzt mal ein bisschen wegbewegt vom Apple-Event, das heute stattgefunden hat, vom Böhm, von der Brooklyn Academy of Music hin zum Rockefeller Center hinter mir. Und wir reden heute mal ganz kurz über die Neuerungen, die Apple vorgestellt hat. Tatsächlich muss ich mich ein bisschen weiter bewegen, weil da drüben war es einfach zu laut und zu wild. Es geht immer wieder zu wie auf einem Bazar. Man muss dazu sagen, die Event-Locations von Apple sind immer sehr schön ausgewählt. Es macht immer sehr Spaß, dabei zu sein. Es ist auch immer sehr muckelig und spannend. Man fiebert auch gerne mit. Aber wenn es danach in den Hands-on geht, es ist wie auf dem Bazar. Es ist wie auf dem Bazar und es macht nur mäßig Bock, da auch für euch wirklich was zu zeigen. Es macht schon sehr viel mehr Spaß, das im Nachhinein ordentlich durchzuprobieren. Okay, kommen wir zu den Produkten. Fangen wir auch mit der in Anführungszeichen einfachsten Geschichte an. Es gibt einen neuen Mac Mini, das ist kurz abgerissen, es ist das gleiche Gehäuse, nur jetzt in Space Gray. Und man hat jetzt endlich die Möglichkeit, vollwertiges Thunderbolt 3 Zubehör anzuschließen. Das heißt, alle I/O-Ports sind redesigned bzw. auf die neueste Generation geupgradet, wie auch das Innenleben. Das heißt, es sind die neuen Prozessoren der 8. Generation bis zu einem i7 Quad bzw. 6-Core drin, bis zu 64 GB Arbeitsspeicher und bis zu 1,5 TB SSD. Nice, that's it. Da freue ich mich schon drauf. Da haben auch viele im Saal gejubelt und die Einsatzmöglichkeiten sind ja teilweise echt mega geil und teilweise auch sehr absurd. Deswegen gut, dass der Mac Mini endlich abgegradet wurde. Apropos Upgrade, nächstes Produkt wäre das MacBook Air. 13 Zoll. Und da dachte ich mir, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, what? Was ist das für ein merkwürdiger Hybrid zwischen einem Schmalspur MacBook Pro und einem hochgezüchteten MacBook 12? Ich konnte es tatsächlich nur kurz in die Hand nehmen, aber immerhin schon mal die 3 Farben ausprobieren. Das heißt Space Gray, Silber und Gold, beziehungsweise dieses neue iPhone Gold ist dann mehr so Kupfer. Und man muss dazu sagen, die Haptik ist wie ein MacBook Pro 13, aber das Design, das Aussehen ist wie ein 12er MacBook 12. Es tippt sich wie ein 13er MacBook Pro, aber es fühlt sich an wie ein 12er, aber trotzdem wie ein MacBook Air. Innenleben ist aber jetzt auch aktualisiert, 8. Generation i5 mit bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und bis zu 1,5 TB SSD. Auch die Möglichkeit mit 2 USB-C bzw. Thunderbolt 3 Ports auch bis zu 5K-Displays zu driven. Wenn es um das Thema Mobilität geht, ist es tatsächlich ein nices Zwischending aus MacBook Pro und MacBook 12, aber gefühlt bis hierhin, ich bin noch skeptisch, weder Fisch noch Fleisch. Da muss man schauen, was da tatsächlich definitives Einsatzgebiet oder für wen das sein könnte. Ihr könnt im Vorfeld schon mal in den Kommentaren ein bisschen darüber diskutieren, was das soll. Preislich ist es tatsächlich auch okay angesetzt, geht los ab 1.300 € und auch verfügbar ab dem 7. November, wie auch der Mac Mini. Und last but not least tatsächlich das Produkt eigentlich, das so richtig die Münder aufgemacht hat, auch bei mir, das neue iPad Pro. Gibt es jetzt auch in klein und groß wieder in der neuen Generation, also 11 bzw. 12,9 Zoll. Und es hat jetzt ein iPhone 5 Style Finish, also mit diesem geraden, umlaufenden Rahmen. Aber man merkt, dass dieses Edge-to-Edge-Design, was ja auch vom iPhone X bekannt ist, schon tatsächlich was ausmacht. Viel mehr Screen bei weniger Body im Verhältnis, also 25% weniger Volumen. Gibt es auch wieder in unterschiedlichen Konfigurationen, das heißt 64 GB, 256 bis zu 1 TB jetzt. Und zusammen mit dem neuen Apple Pencil 2, das jetzt ja auch mit Touch-Gesten funktioniert, Double Tap, Werkzeuge wechseln und so weiter und jetzt auch mit einem Magnetmechanismus anklicken und auch damit gleichzeitig laden, was jetzt tatsächlich der richtige Schritt in die richtige Richtung ist, merkt man, dass man jetzt unterschiedlichste Möglichkeiten hat, die man so bisher noch nicht kannte. Auch mit dem neuen Photoshop CC, das kommen soll, leider erst 2019, hat man ein vollwertiges Photoshop, mit dem man gigabyte große PSDs bearbeiten kann und bräuchte dafür theoretisch nicht mal mehr ein Notebook, nicht mal mehr ein MacBook Air, das gerade vorgestellt wurde. Und die geilste Neuerung ist eigentlich USB-C. Was ich gesehen habe bei dem Hands-on, man kann das im USB-C bzw. Thunderbolt-Anschluss an Monitore dran stöpseln und Videos schneiden, eine Vorschau sich anschauen. Man kann Kameras über USB-C anschließen und die Fotos direkt übertragen. Man kann auch anderes Zubehör, Musikzubehör über USB-C anschließen und direkt damit etwas produzieren. Also das ermöglicht ganz neue kreative Möglichkeiten. Also in diesen nicht mal 500 Gramm stecken dann auch noch Dinge vom iPhone 10. Das heißt beispielsweise Face ID lässt sich hochkant und quer nutzen. Da gibt es noch, weil es keinen Home-Button mehr gibt, die Gestensteuerung, die man vom iPhone 10 kennt und auch aktuellste Konnektivitäten, also aktuelles LTE, aktuelles WLAN und so weiter und so fort. Muss man natürlich dann alles ausprobieren. Auch wieder neue A12X Bionic Prozessor funktioniert. In den Demos sah das alles sehr spannend aus mit Augmented Reality, was dafür auch dann optimiert sein soll. Und die Games, bis zu 1000-mal schneller die Grafikleistung, angeblich Konsolengrafik, ähnliche Games sollen jetzt auch mit möglich sein.
Freue ich mich schon drauf, bis wir es ab dem 7. probieren können. 879 € geht es los. So. Und das ist natürlich ein bisschen Kohle, aber vielleicht lohnt sich das tatsächlich. Ob wir es investieren sollten oder nicht, das werden wir euch dann in den nächsten Tagen zeigen. Also lasst ein Abo hier bei Turn On da, damit ihr es nicht verpasst, wenn wir uns das Ganze ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und ich werde jetzt mit noch mehr Kaffee versuchen, meinen furchtbaren, diesmal aber nur 5 Stunden Jetlag zu kompensieren.